Herzlich willkommen zum Thema Entgiftung. Mir wird schon oft die Frage gestellt, wenn ich über das Thema Entgiftung spreche, ja, aber der Körper entgiftet doch selber. Stimmt natürlich. Also grundsätzlich erstmal haben wir im Körper Organe, die uns entgiften, ja, klassisch Leber und Niere. Und die machen auch ihren Job und die machen den Job auch sehr gut und wir brauchen auch die Organe zur Entgiftung, sonst wären wir schon längst alle tot. Aber was ist, wenn die quasi überfordert werden? Das heißt quasi, wenn die Aufnahme an Giftstoffen zu viel in zu kurzer Zeit ist. Und genau dann muss der Körper auslagern. Und dann lagert er aus. Wohin? Entweder in die Hände, in die Füße oder in den Kopf. Ihr kennt es mit Sicherheit, ja, kalte Hände, kalte Füße ist ein klassisches Zeichen von abgelagerten Giftstoffen. Und im Gehirn, hat man es vorhin kurz angesprochen, ist klassisch alle Nervenkrankheiten oder auch wenn Gedächtnisschwund ist auch so ein Klassiker für Aluminiumablagerung im Gehirn. Das heißt quasi, der Körper ist schon so schlau und transportiert die Giftstoffe von den wichtigen Organen zu den Füßen und zu den Händen, sodass die Organe so wenig wie möglich geschädigt werden von diesen Giftstoffen. Wir haben am Anfang darüber geredet, ja, Alzheimer, Parkinson, für viele ist das vielleicht viel zu weit in der Zukunft. Aber wenn ich jetzt auf meine eigene Lebensgeschichte schaue, ist ein wunderschönes Beispiel dieser Haarausfall. Und der hat bei mir nicht erst mit 33 angefangen, schon eigentlich mit 22. Und das ist natürlich nicht erblich veranlagt. Ja? Viele Menschen bringen dann immer den Satz, ja, das ist die DNA, das ist erblich veranlagt. Wenn man aber jetzt Bilder nebeneinander legt von früher, wie ich mit 22 aussah, mit 23 und mit jetzt, hatte ich damals deutlich weniger Haare auf dem Kopf, als ich sie jetzt hatte. Und es zeigt, dass es eben nicht mit der DNA zusammenhängt, sondern quasi, wie gut ist der Körper versorgt. Ja? Und wenn der Körper vergiftet ist, kann er nicht mehr so viel Energie dafür aufwenden, Haare wachsen zu lassen. Ja? Das ist dem Körper einfach zu unwichtig. Und somit schließt sich quasi der Kreis, warum Giftstoffe eine entscheidende Auswirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit hat. Ja, wie habe ich das in den Griff bekommen? Quasi, wie habe ich mich transformiert von diesem vergifteten Christian zum entgifteten Christian? Natürlich habe ich mich schlau gelesen, aber ich habe mich auch beraten lassen. Ich bin zu jemandem gegangen, der sich damit auseinandergesetzt hatte, war damals ein Heilpraktiker. Und dort habe ich verschiedene Produkte kennenlernen dürfen. Und meine Top 3 sind Chlorella-Algen, Koriander und Zeolit. Jetzt nehmen wir die 3 Produkte mal auseinander. Chlorella-Algen gibt es sehr viele auf dem Markt. Ich persönlich habe meinen Favoriten gefunden, den könnt ihr unterhalb vom Video nachlesen. Und diese Chlorella-Algen sind eine sehr sanfte Entgiftung. Ja? Also wenn man die Chlorella-Algen nimmt, ist die Entgiftung stetig, langsam. Aber es ist auch nicht so, dass auf einmal zu viele Giftstoffe gelöst werden im Körper und man quasi diese vielen Giftstoffe, die dann im Körper wandern, spürt. Deswegen ist das mein Top-Favorite, vor allem für die Leute, die noch nie entgiftet haben. Wenn man Chlorella-Algen nimmt, lösen die Giftstoffe und man kann sie dann quasi über den Darm ausscheiden. In Kombination dazu kann man Zeolit nehmen. Das ist ein Vulkangestein quasi. Es hat eine sehr große Oberfläche, sodass es Giftstoffe binden kann. Hier sollte man auch darauf achten, dass man ein hochwertiges Zeolit kauft, weil ansonsten das Zeolit von sich aus schon Schwermetalle beinhalten kann. Also das heißt quasi, die Kunst ist hier ein Zeolit zu finden, das keine Schwermetalle enthält, sodass es bestmöglichst Schwermetalle im Körper binden kann. Und das dritte, was ich empfehlen kann, ist Koriander. Koriander gibt es auch als Tinktur, also quasi als Flüssigkeit. Das ist extrem wirksam und extrem schnell, aber das merkt man dann auch. Also ich persönlich, wenn ich sehr stark entgiften möchte, nehme ich das zusätzlich zu den Chlorella-Algen. Aber das ist dann wirklich so, dass ich an dem Tag, wo ich es nämlich definitiv müde wäre, weil quasi die Schwermetalle sehr viele gelöst sind und dadurch im Körper wandern und sich vielleicht auch da wieder absetzen, was eigentlich nicht sein soll. Also das heißt quasi, Koriander wirkt schnell,
intensiv, reinigt tief, aber sollte aus meiner Sicht immer in Kombination genommen werden. Grundsätzlich kann ich bei dem Thema Entgiftung wirklich nur empfehlen, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat, sich immer mit jemandem auseinandersetzen, der einen da betreuen kann. Ja? Gute Heilpraktiker, gute Ärzte kennen sich mit dem Thema Entgiftung aus, die kann man fragen, kann sich beraten lassen und kann auch eine Produktauswahl zusammen mit denen finden, sodass die Produkte auch zu den eigenen Körper und zu den eigenen Gesundheitszuständen dann auch passen. Ich habe zu dem Thema Entgiftung auch noch einen Profi-Tipp. Der Körper entgiftet von selbst. Verstärken kann man den Effekt, wenn man fastet. Also grundsätzlich beim Fasten schaltet der Körper auch in den Entgiftungszustand über. Fasten hat aber grundsätzlich auch den Nachteil, wenn man quasi keine Nahrung zu sich nimmt, dass man in eine Unterernährung kommt und somit, vor allem wenn es über mehrere Tage oder über Wochen hinweg auch ist, man einen Muskulaturabbau hat oder, womit viele Menschen auch kämpfen, mit einer mangelhaften Mineralisierung. Das heißt, viele Menschen fasten, fühlen sich dabei aber nicht gut. Grundsätzlich, was ich empfehlen kann, einen Tag kann man immer fasten und einen Tag Fasten bewirkt auch oft schon viel. Was mein kleines Geheimnis ist, wenn man Fasten mit einer ketogenen Ernährung kombiniert. Ketogen, das Wort kennt vielleicht noch nicht jeder. Ketogen kommt von den Ketogenkörpern. Das ist quasi eine bestimmte Molekülkette und das ist ein Molekülbaustein, der maßgeblich in unserem Gehirn verbrannt wird. Also Ketogenkörper sind der Turbo für unser Gehirn. Ketogenkörper werden in unserem Körper hergestellt, in der Leber, speziell für das Gehirn. Und man kann den Körper quasi in einen ketogenen Zustand überführen. Das erzeugt man, indem man quasi maßgeblich nur Fette zu sich nimmt. Weil wenn man nur Fette zu sich nimmt, denkt der Körper, man ist in einem Fastenmodus, also in einem Zustand, wo man zu wenig Nahrung zu sich nimmt. Und dann schaltet der Stoffwechsel von der kohlenhydrathaltigen Stoffwechsel in den ketogenen Stoffwechsel um. Was ist der Vorteil an dem ketogenen Fasten? Der Vorteil ist, die Ketogenkörper sorgen auch dafür, dass zum Beispiel die Muskulatur nicht abgebaut wird. Also ketogene Körper schützen auch die Muskulatur. Das heißt quasi, wenn man jetzt Sportler ist oder wenn man relativ stark auf seinen Körper Acht geben möchte und man trotzdem fasten möchte und man ketogen fastet, kommt der Körper quasi in einen sehr starken Entgiftungsmodus, aber es wird keinerlei Muskulatur abgebaut. Und der zweite Vorteil bei einem ketogenen Fasten ist, dass Ketogenkörper, dadurch, dass das eine Art Überlebensmodus für den Körper ist, sich auch das Hungergefühl reduziert. Also in dem ketogenen Zustand ist es auch sehr einfach zu fasten, da das Hungergefühl so gut wie ausgeschaltet ist. Das war's zum Thema Entgiftung von mir. Zusammenfassen kann man das Kapitel eigentlich in 2 maßgebliche Punkte. Der erste Punkt ist, man muss darauf achten, wie viele Giftstoffe man zu sich nimmt, quasi wo man die Giftstoffe zu sich nimmt. Und da ist der Schlüssel, so wenig wie möglich aufzunehmen. Und der zweite Punkt ist, der Körper schafft es eben nicht immer, selbstständig alle Giftstoffe auszuscheiden und somit gibt es ganz einfache Hilfsstoffe, mit denen eine Entgiftung möglich ist und man somit den Körper entgiften kann. Und denkt immer dran, Transformation kommt vom Umsetzen. Die Chance, die ihr jetzt habt, ist, mit dem Wissen selbst zu erkennen, wo ihr in eurem Leben Giftstoffe aufnimmt, diese aktiv nicht mehr aufzunehmen und wirklich euch mal überlegt, eine Entgiftung selbst durchzuführen und somit eurem Körper eine Chance gebt, ohne Giftstoffe 100% wirken zu können. Das war's mit dieser Lektion. Wir sehen uns morgen im nächsten Kapitel.